Südlich von Wien, im kleinen Ort Frohsdorf bei Wiener Neustadt, steht ein prächtiges Schloss mit einer geheimnisvollen Aura. Das große steinerne Wappen auf der Fassade verweist auf seine außergewöhnlichen Bewohner. Unter einer Krone entdeckt man keinen Doppeladler, sondern die Lilien der Könige von Frankreich. Was hat den Glanz der französischen Könige ausgerechnet hierher gebracht? Es scheint ein Geheimnis zu sein, warum eins der großen Königshäuser Europas, die Familie Bourbon, gerade hier im südlichen Niederösterreich ein idyllisches Refugium fand. Die Anwesenheit sorgte vor allem beim Fürsten Metternich für einige Schwierigkeiten. Man kann ja nicht sagen, er wurde gezwungen zu einem Tanz auf rohen Eiern. Das einzig überlebende Kind Marie Antoinette, ihre Tochter Marie-Therese, fand hier am Steinfeld bei Wiener Neustadt Ruhe und Frieden nach einem Leben der Stürme. Ganz abgesehen von den engen familiären Verbindungen der Habsburger mit den Bourbonen. Sie war auch die Urgroßtante von Zita von Bourbon-Parma, Österreichs letzter Kaiserin, die einen Großteil ihrer Jugend in Schloss Schwarzau verbrachte. Die Conclusio, die Metternich dann hatte, war, ja, der König und seine Familie können ins Kaisertum Österreich einreisen, aber ja nicht nach Wien kommen. Auf schicksalshafte Weise wurde die Dämmerung der Monarchien so verbunden. Das Ende des Doppeladlers und das Verglühen der goldenen Königslilien Frankreichs fand ein Echo in den Schlössern der Bourbonen in Niederösterreich. (1911) fand die letzte große dynastische Hochzeit der Monarchie statt. Am 21. Oktober heiratete der letzte Kaiser von Österreich, damals noch Erzherzog Karl, seine Verlobte, Prinzessin Zita von Bourbon-Parma, in der Schlosskapelle zu Schwarzau am Steinfeld. Es herrschte große Freude und Anteilnahme unter der Bevölkerung, da die Familie Bourbon-Parma in Schwarzau sehr angesehen und beliebt war. Als der Hochzeitstag anbrach, herrschte schon den ganzen Vormittag reges Treiben, da laufend Gäste eintrafen. Um 10:45 Uhr traf Kaiser Franz Josef mit dem Sonderzug in St. Egiden ein und fuhr mit einem Automobil nach Schwarzau. Im Schloss selbst wurde der Kaiser vom Infanterieregiment Nummer 67 empfangen. Schon kurze Zeit nach der Ankunft des Kaisers begann dann der Hauptakt der Feierlichkeiten mit dem Einzug in die Kapelle. Anschließend begab sich die Hochzeitsgesellschaft auf den Balkon, um sich der wartenden Menge zu präsentieren. Dabei wurde der von Hermann Dostal für diesen Anlass komponierte Zitherwalzer uraufgeführt. Es war ein sehr schönes und sehr freudiges Fest, das wir dort verbrachten. Mit Kaiser Franz Josef war das Verhältnis natürlich sehr warm und sehr glücklich. Denn er war wirklich wie ein Vater für uns. Er liebte seinen Großneffen sehr und infolgedessen hatte er mich ganz dazu adoptiert. Die Vermählung war zwar durch die Familien arrangiert, doch es war eine Liebesheirat. Sie ließ die Dynastien von Habsburgern und Bourbonen noch enger zusammenrücken und ein letztes Mal in vollem Glanz erstrahlen. Weltkrieg und Herrscherpflichten waren zum Zeitpunkt der Hochzeit für das junge Paar im Oktober 1911 noch undenkbar. Erzherzog Karl war 24 Jahre alt, Prinzessin Zita 19.
Wir müssen uns ja vorstellen, dass diese Beziehung zwischen Karl und Zita nicht aus heiterem Himmel gekommen ist. Erstens waren beide Familien auf das engste miteinander befreundet. Und die Kinder spielten ja bereits schon hier, als sie noch Kinder waren. Und eine Liebesbeziehung zwischen Karl und Zita hat sich dann erst in den späteren Jahren entwickelt. Wir alle kennen die Geschichte. Sie trafen sich wieder anlässlich der Kur der Tante und Stiefgroßmutter in Franzensbad, woraus sich dann diese Beziehung entwickelt hat. Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass die Bourbon-Parma-Kinder und die Habsburg-Kinder, hier Karl und Max, auch so miteinander befreundet waren. Also wir können uns durchaus vorstellen, dass, und es war 1911, als die Hochzeit zustande kam, war das ja durchaus klar, dass Karl einmal Kaiser werden wird. Dass es dann so schnell geschehen ist, wusste niemand. Zitas Hochzeitskleid war aus elfenbeinfarbigem Satin mit echtem Silber und mit zarten Stickereien versehen. Nach der Hochzeit ließ sie es zu einem Priestergewand umnähen, das bis heute in der Sakristei von Schwarzau aufbewahrt wird. Ebenfalls erhalten blieben Altarkerzenleuchter, die mit den Bourbon-Lilien versehen sind und heute noch den Hochaltar zieren. Die Bourbonen, eines der großen Königshäuser Europas, residierten damals interessanterweise in Schloss Schwarzau am Steinfeld im südlichen Niederösterreich und nicht wie andere Fürstengeschlechter in Wien, dem Zentrum der Macht. Zita verbrachte ihre Jugend abwechselnd in Schwarzau und Pianore, sagte aber später selbst, dass sie sich Österreich und Schwarzau sehr verbunden fühle und ihre Geschwister, die in Schwarzau geboren wurden, sehr beneidete. Doch wie kam die Familie Bourbon, ursprünglich ein französisches Adelsgeschlecht, überhaupt nach Niederösterreich? Die Geschichte der Bourbonen in Niederösterreich beginnt 1844 in dem kleinen Dörfchen Frohsdorf, 8 Kilometer südöstlich von Wiener Neustadt. Hier in dem stattlichen barocken Schloss residierte damals die ehemalige französische Königsfamilie, nachdem sie aus Frankreich vertrieben worden war. Marie-Thérèse de Bourbon, die Tochter von Marie Antoinette, ließ sich hier nieder nach einem mehr als bewegten Leben, dessen Tragik in der Weltgeschichte kaum ein ähnliches Gegenstück aufzuweisen hat. Ihre Mutter Marie Antoinette, die jüngste Tochter von Maria Theresia, wurde im zarten Alter von 14 Jahren aus staatspolitischen Gründen mit dem französischen Thronfolger, dem späteren König Ludwig XVI., verheiratet. Nach 8 kinderlosen Ehejahren stellte sich 1778 endlich der lang ersehnte Nachwuchs ein. Marie-Thérèse Charlotte, benannt nach ihrer berühmten Großmutter Maria Theresia. Ganz Versailles war verliebt in das erste Kind des Königspaares, das den offiziellen Titel Madame Royale führte. Marie-Thérèse war nicht nur besonders hübsch, mit ihren himmelblauen Habsburger Augen und ihren hellblonden Habsburger Kringellocken. Sie entwickelte sich auch rascher als andere Kinder. Marie-Thérèse verfügte im Alter von 18 Monaten über 20 Geistliche, 9 Ärzte, einen Friseur, einen Pedikeur, je einen Lehrer für Zeichnen, Schreiben, Musik, Mathematik, Physik, einen Tanzlehrer und einen Trapezmeister. Als Marie-Thérèse 9 war, wurden bereits Heiratspläne geschmiedet. Marie Antoinette setzte sich energisch für Louis Antoine, Herzog von Angoulême, 4 Jahre älter als Marie-Thérèse, ein. Louis Antoine war ein Cousin ersten Grades. Er war der Sohn des Grafen von Artois, des jüngsten Bruders von Ludwig XVI.
Das Kartenhaus der Illusionen stürzte im Oktober 1789 für immer in sich zusammen. Es begann der unaufhaltsame Siegeszug der Revolution und der Leidensweg der königlichen Familie. Marie-Therese war damals 11, als die Familie gefangen genommen wurde. Im Jänner 1793 wurde ihr Vater Ludwig XVI. Hingerichtet. Im Oktober folgte ihm Marie Antoinette. Das junge Mädchen war nun vollkommen allein, im Unklaren über das Los ihrer Angehörigen, auch ansonsten unwissend, als lebte sie auf einer Insel. Fast 3 Jahre wurde sie de facto in Einzelhaft gehalten. Das Drama: Ihre Eltern wurden hingerichtet. Sie erfuhr es nur 16 Monate später. Sie ging in die Geschichte und ist auch noch heute verkörpert als L'Orpheline du Temple, das Waisenkind des Temple, dieses berüchtigte Gefängnis, Schreckensbild der Französischen Revolution. Und diese Zeit hat sie schwer überwunden. Das mittlerweile 16-jährige Mädchen, das wie durch ein Wunder als einzige ihrer Familie die Schreckensjahre überlebt hatte, stellte mit der Zeit eine peinliche Belastung für das nunmehr moderate Regime dar. Welchen Status sollte man Madame Royale geben? Wohin die Unmündige entlassen? Frankreich begehrte damals die Heimkehr einiger seiner prominenten Staatsbürger, die in österreichische Kriegsgefangenschaft geraten waren, und war dafür bereit, Marie-Therese ziehen zu lassen. Im Jänner 1796 erreichte sie die Wiener Hofburg. Madame Royale wurde im modernsten und schönsten Teil des verwinkelten Baukomplexes untergebracht, im sogenannten Leopoldinischen Trakt, heute Amtssitz des österreichischen Bundespräsidenten. Die Wohnung war exquisit. Der Empfang durch ihren Cousin Kaiser Franz und seiner Gemahlin Maria Theresia, ebenfalls eine Cousine der Madame Royale, war niederschmetternd eisig. Kein Funke sprang über, kein Wort der Wärme und des Trostes kam über die Lippen des Kaiserpaares. Der unfassbare Mangel an Herzenstakt und Einfühlungsvermögen offenbarte sich drastisch in weiteren Maßnahmen. Marie-Therese, dieses 17-jährige Kind, eben dem schwärzesten Inferno entkommen, wurde gezwungen, ausschließlich schwarze Kleidung zu tragen, da die Zeit der offiziellen Hoftrauer um ihre Angehörigen noch nicht verstrichen war. Die Zeit, wo sie mit 17 Jahren nach Wien kam, 1796 bis 1799, diese paar Jahre, wo sie völlig abgeschlossen war von der Außenwelt, und der Kontakt mit ihrem Onkel, dem späten Ludwig XVIII., damals Comte de Provence, der ihr verwehrt wurde. Er konnte nicht sie besuchen, sie wollte ihn sehen. Er konnte nicht kommen, weil der Wiener Hof sich dagegen gestellt hat. An ihren Onkel, den französischen König Ludwig XVIII., der in Verona im Exil residierte, schrieb sie: Ich möchte so gerne meinen Cousin, den Herzog von Angoulême, heiraten. Ich hoffe sehr, dass diese Ehe bald zustande kommt. Und ich wäre lieber mit meinen Eltern ins Unglück gegangen, als am Hofe eines Fürsten zu leben, der der Feind meiner Familie und meines Vaterlandes ist. Ihr Gemütszustand besserte sich erst, als sie mit der Familie nach Schönbrunn übersiedelte, das ihre Mutter so geliebt und wo ihre legendäre Großmutter Maria Theresia gelebt und geherrscht hatte. Im Mai 1799 durfte sie Wien verlassen. Bereits im Juni wurde sie dem Herzog von Angoulême angetraut. Nachdem Napoleon 1815 bei Waterloo endgültig geschlagen worden war, durften die Bourbonen zurück auf den französischen Thron. In Paris wurden sie diesmal mit lautem Jubelgebrüll empfangen.
Doch die Gegenrevolution war bereits im Gange. 1820 wurde Marie-Thérèse Schwager, der Herzog von Berry, vor der Oper niedergestochen und verblutete. 8 Monate nach der Ermordung ihres Mannes wurde die Witwe des Herzogs von einem gesunden Knaben entbunden. Er wurde auf den Namen Henri getauft, erhielt den Titel eines Herzogs von Bordeaux und war nach dem Herzog von Angoulême, Marie-Thérèse Ehemann, der nächste Anwärter auf den französischen Thron. An erster Stelle stand sein Großvater, der Graf von Artois, der 1824, als Ludwig XVIII. Starb, zum König Karl X. gekrönt wurde. Der Herzog von Angoulême und seine Frau Marie-Thérèse waren nun die Thronfolger. Doch die restriktive Politik von Karl X., der versuchte, alle Errungenschaften der Revolution zu zertrümmern, ging nicht lange gut. Im Sommer 1830 brach in Paris die Hölle los. Die zweite Revolution nach nur 41 Jahren. Die Nationalversammlung übertrug die Krone Frankreichs dem Repräsentanten der jüngeren bourbonischen Linie und rief Louis Philippe, den Herzog von Orléans, zum neuen Herrscher aus. Die Bourbonen mussten wieder ins Exil, diesmal endgültig. Marie-Thérèse sollte ihre Heimat nie mehr wiedersehen. Sie reist nach Wien, um bei ihrem Cousin Kaiser Franz I. Asyl zu erbitten. Nach all den Jahren gestaltete sich das Verhältnis zwischen Vetter und Base diesmal problemlos und friedfertig. Kaiser Franz bot der Cousine und ihrer Familie den Prager Radžin als Wohnsitz an. La princesse, que l'on appelait Madame Royale, Die Prinzessin, die man Madame Royale nannte, war immer, zumindest zur damaligen Zeit, außerordentlich bekannt. Sie war, vergessen wir das nicht, während des Exils und der Rückkehr aus dem Exil eines der Mitglieder der Bourbonen, auf die man am meisten hörte. Erinnern Sie sich an die sonderbare Redewendung, das ist der einzige Mann der Familie der Bourbonen. Eine autoritäre Frau, auf die man hörte, entscheidungsstark, mit starken politischen Ideen. Aber sie ist auch als einzige Nachfolgerin der königlichen Familie das Waisenkind der französischen Revolution. Die einzige Tochter von Ludwig XVI. Und sie ist auch ständige Zielscheibe für Kritik und Beschimpfungen. Sie ist, um einen Begriff unserer Zeit zu verwenden, eine Prinzessin der Medien. Auf positive und negative Weise. Das ist ganz klar. Positivement et négativement, très clairement. Marie-Thérèse hatte inzwischen die Vormundschaft über die beiden Kinder ihrer Schwägerin übernommen und erfüllte ihre Aufgabe als Ziehmutter mit Tatkraft, Energie, Liebe und großer Geduld. Der kleine Herzog von Bordeaux sollte auf seine künftige Mission als König vorbereitet werden. Der Thronfolger, der 13-jährige Henri, kam in die Pflegeljahre. Seine häufigen Ausbrüche von Jähzorn waren der Schrecken seiner Lehrer. Als 1835 Kaiser Franz starb, mussten die Bourbonen den Radžin verlassen und übersiedelten ins oberitalienische Görz. Kurz nach der Ankunft verstarb Karl X. an der Cholera. Damit war der Herzog von Angoulême als Ludwig XIX. Der neue König im Exil. Marie Antoinettes Tochter war nun Königin von Frankreich. Überall, nur nicht in ihrem Vaterland. 1844 dann der nächste Schicksalsschlag für Marie-Thérèse. Im Juni stirbt ihr Mann, Ludwig XIX. Er wurde in Görz an der Seite seines Vaters, König Karl X., begraben. Bereits einen Tag nach dem Ableben seines Onkels hat Henri, der Herzog von Bordeaux, an Kaiser Ferdinand einen Brief gerichtet, in dem er ihm seine Stellung als neues Oberhaupt der Familie Bourbon bekannt gibt und in dieser Eigenschaft auch Einspruch gegen das derzeitige Regime in Frankreich erhebt.
Und er erklärt, dass er, solange er gezwungen sei, im Ausland zu leben, den Titel eines Grafen von Chambord führen werde. Nous sommes là confrontés à un personnage politique qui est en fait un prince. Wir haben es hier mit einer politischen Persönlichkeit zu tun, die ein Prinz des Exils ist. Sein gesamtes Leben ist vom Exil geprägt. Die Frage ist, kann ein Exil tatsächlich die herrschende politische Macht bedrohen? Henri d'Artois kann anfangs für Louis-Philippe bedrohlich erscheinen, aber in Wirklichkeit nicht sehr. Henri d'Artois sagt auch klar und deutlich, dass er jede Form von Allianz mit dem Königreich verweigert. Toute forme d'action, d'alliance avec l'Empire. Marie-Thérèse, die nun den offiziellen Titel Königin-Witwe führte, verließ Görz. Im niederösterreichischen Vroßdorf erwarb sie ein stattliches Schloss als Alterssitz, als letzte Heimstatt einer ewig Gejagten. Vroßdorf bei Wiener Neustadt ist ein alter Herrschaftssitz und umfasst außer der gleichnamigen Gemeinde noch 15 Ortschaften. Das Schloss hat 60 Räumlichkeiten und einen riesigen Park. Es war eine kluge Wahl. Das neue Heim am Rande eines winzigen Dörfchens sicherte ihr die erwünschte Ruhe und Abgeschiedenheit. Dennoch war es nicht aus der Welt und war von Wien aus bequem zu erreichen. Das Schloss war ein gediegener gelber Barockbau in der Art eines gewaltigen Vierkanthofes. Marie-Thérèse betrieb die Einrichtung von Vroßdorf mit großem Elan. Ich glaube schon, dass sie hier eine gewisse Ruhe gefunden hat mit der Hilfe ihres Glaubens, mit den Aufgaben, die sie zu tun, die sie getan hat. Karitativ auch. Sie hat auch gespendet für die Armen. Sie hat sich eingesetzt für das Wohl der kranken Menschen. Sie konnte also nur in ihrem Glauben die Kraft schöpfen, um diese Schreckensbilder zu überwinden. Ja? Und dazu noch auch die politische Vision, die damit verbunden ist, nicht? Zur Frage, ob es zu einer möglichen Restauration in Frankreich kommt, glaube ich nicht, dass sie das geglaubt hat, sondern sie hat es einfach an die Vorsehung, à la Providence überlassen. Ja? Sie glaubte, der liebe Gott wird das schon richten. Im Laufe weniger Jahre entwickelte sich Vroßdorf zu einem kleinen Versailles. Wo immer es möglich war, wurde das Wappen der Bourbonen angebracht. Weithin sichtbar über der breiten Einfahrt und sogar auf der schmiedeeisernen Wetterfahne. Der Garten wurde entgegen den Modeströmungen, die nun englische Parks bevorzugten, im strengen Versailler Stil angelegt. Im Juli 1844 kommt der Graf von Chambord zum ersten Mal nach Vroßdorf. Er findet alles schön und gut und ist seiner Tante ungemein dankbar. Nach den Grundsätzen der Legitimität ist Henri, Herzog von Bordeaux, der gesetzliche König Heinrich V. von Frankreich. Er genießt, ebenso wie die anderen bourbonischen Familienmitglieder, in Österreich offizielles Asyl. Die Anwesenheit sorgte vor allem beim Fürsten Metternich für einige Schwierigkeiten. Man kann ja nicht sagen, er wurde gezwungen zu einem Tanz auf rohen Eiern. Und so war Metternich auf einmal damit konfrontiert, dass er aus dem Prinzip der Fürstensolidarität das nun gestürzte Königshaus unterstützen musste, ganz abgesehen von den engen familiären Verbindungen der Habsburger mit den Bourbonen, und zum anderen den durchaus spitzen Blick, den das Paris und die Herrschaft der Orléans auf die vertriebenen Vorgänger hatte. Das Ergebnis oder die Conclusio, die Metternich dann hatte, war, ja, der König und seine Familie können ins Kaisertum Österreich einreisen,
aber ja nicht nach Wien kommen. Und so hat er sie untergebracht, möglichst weit entfernt von der Hauptstadt, zuerst am Prager Ratschin, in Görz im Süden und schließlich ab 1844 auf Schloss Frohsdorf. Selbstverständlich wurden alle Briefe und Botschaften überwacht und gelesen in bester metternichscher Manier. Aber sie des Landes verweisen oder unter stärkere Kuratell stellen, das konnte er nicht. Es war ein permanenter diplomatischer Seiltanz zwischen Solidarität der Herrschenden und realpolitischen Rücksichtsnahmen auf den neuen Machthaber in Paris. Die königliche Familie empfängt alsbald in Frohsdorf zahlreiche Gäste. Und es kommen viele Besucher, in erster Linie Franzosen, treu dem angestammten Herrscherhaus. Ihr Hauptinteresse gilt Henri, der für sie nun ihr neuer König ist. Ein hübscher Junge, der mit der Zeit manierlich geworden war. Marie-Thérèse, die eigene Kinder schmerzlich entbehren muss, ist stolz auf Henri, den sie wie einen leiblichen Sohn behandelt. Die Adeligen betrachten es als höchste Auszeichnung, wenn sie eine Einladung erhalten, nach Frohsdorf zu kommen, um turnusweise für 2 Monate ihrem König Heinrich V. Hofdienste zu leisten. Hier in Frohsdorf, auf dessen Schlossdach das alte französische Königsbanner mit den Lilien flattert, hier im österreichischen Exil, ist ein Versailles en Miniature aus der Zeit des Ancien Regime entstanden. Im November 1845 gibt es ein glänzendes Hochzeitsfest in Schloss Frohsdorf, an dem der halbe europäische Hochadel, viele Royalisten und das ganze Dorf Anteil nehmen. Louise, Henris Schwester, heiratet Ferdinand Karl, Erbprinz des Hauses Bourbon-Parma, an dessen Seite sie später Herrin des kleinen Herzogtums und Großmutter von Zita, der letzten österreichischen Kaiserin werden sollte. Der Hofstaat umfasst an die 80 Personen. Es gibt viele junge Leute unter dem Gefolge. Es wird geheiratet, Kinder werden geboren, die eines Tages in die Schule gehen müssen. Marie-Thérèse lässt daher eine kleine Schule errichten, eine rein französische, versteht sich. (1848) gärt es wieder in Frankreich. Es kommt zu schweren Straßenkämpfen. König Louis Philippe muss als König der Franzosen abdanken. Die blutige Februarrevolution und die Proklamierung der Zweiten Republik in Frankreich wirkt auf die Völker Europas wie ein Fanal und wird zum Signal der allgemeinen Volkserhebung in Europa. Im März bricht die Revolution auch in Wien aus und zwingt Metternich zum Rücktritt und zur Flucht aus Wien. Die Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit lässt auch den alten Kaiserstaat Österreich mit seinen 10 Nationen unter der Wucht der Revolution erbeben. Marie-Thérèse sieht das alles düster und unheilvoll. Sie sieht voraus, dass die bisherigen revolutionären Ereignisse nur das Vorspiel zu größeren Katastrophen sind und prophezeit den Untergang aller Monarchen und des Adels. Der Graf von Chambord nimmt den Sturz Louis Philipps mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Gibt es jetzt noch eine Hoffnung für ihn, König von Frankreich zu werden, nachdem dort zum 2. Mal die Republik proklamiert wurde? Er muss jetzt froh sein, dass ihm die neue österreichische Regierung nicht sein Asyl aufkündigt. Doch dies ist nicht der Fall und seitens der Bevölkerung hat die königliche Familie Bourbon nicht die geringsten Aufsässigkeiten zu befürchten. Im Gegenteil, die vielen Wohltaten, die Marie-Thérèse und der Graf von Chambord der Gemeinde Frohsdorf, vor allem aber den Armen zuwenden,
hat die Bourbonen weit über ihren Besitz geschätzt und beliebt gemacht. Nicht nur auf den Schlössern finden sich die französischen Königslilien. Zahlreiche Spuren der französischen Exilhöfe haben sich in der Region erhalten und werden von der Marktgemeinde liebevoll gepflegt. Die vom Grafen von Chambord 1854 gegründete französische Ordensschule Sancta Christiana ist immer noch in Betrieb und ist heute eine katholische Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht. Auch ein Teil der bourbonischen Verwandtschaft lebt bis heute in dieser Gegend. Meine Großmutter war eine spanische Prinzessin Bourbon und als Bourbonen war sie auch automatisch mit dem französischen Königshaus sehr nah verwandt. Ja, genau. Die Marie Antoinette und auch ihre Tochter Marie-Therese, nach ihrer Großmutter Maria Theresia genannt, sind mehrfache Urgroßtanten. Marie-Therese hat ihren Neffen und auch ihre Nichte Louise sehr, sehr geliebt und hat auch für das Volk hier in Frosdorf, sie waren große Gönner des Volkes, sie haben Sancta Christiana da drüben gebaut und haben wahnsinnig viel getan, haben auch bezahlt für Leute, die kein Geld hatten, die Apotheken, die Ärzte. Also sie waren wirklich große Gönner der ganzen Gegend. Und es gehörte ja bis Siebenstein alles dazu. Es gehörte Bitten dazu, Katzelsdorf, diese Schlösser, oben Eichbügel, das gehörte alles zur Herzogin von Angoulême. Im Oktober 1851 starb Marie-Therese in Frosdorf an einer Lungenentzündung. Mit ihr hat ein Frauenleben sein Ende gefunden, deren Tragik in der Weltgeschichte kaum ein ähnliches Gegenstück aufzuweisen hat. De nos jours, ob ihr Exil in Österreich heute besonders bekannt ist, weiß ich nicht. Aber Madame Royale ist bekannt unter den Leuten, die diese Epoche kennen. Aber sie ist auch eine bekannte Figur aufgrund all dieser Zitate. Auch Chateaubriand hat über sie gesprochen. Er sagt, sie ist das Abbild des Leidens, des großen Leidens im Zusammenhang mit der Französischen Revolution. Sie wird als Märtyrerin und Waise wahrgenommen. Sie verkörpert das Leiden einer Epoche. Marie Antoinettes Tochter fand ihre letzte Ruhestätte in der Bourbonengruft in Görz, wo sie zwischen ihrem Schwiegervater, König Karl X., und ihrem Ehemann, König Ludwig XIX., bestattet wurde. Ihr Sterbezimmer in Frosdorf ließ Henri in eine Kapelle umgestalten. Die Frage ist, ob Henri jemals ernstlich König von Frankreich werden wollte. Starke Zweifel sind angebracht, denn als die Gelegenheiten zum Greifen nahe waren, ließ er sie mehrmals ungenutzt verstreichen. Ich würde vermuten, dass der Graf von Chambord ein sehr realistisches Bild von der politischen Lage in Frankreich hatte. Und er wusste, wie zerstritten die Fraktionen sind und welch schwierige Aufgabe vor ihm lag, das 1870 durch den Deutsch-Französischen Krieg gedemütigte Land zu einen. Vor allem eine Frage wäre auf seinem Tablet gewesen, die elsass-lothringische Frage. Denn als Bedingung des Friedensschlusses war die Abtretung Elsass-Lothringens Bestandteil. Und die konservativen und nationalistischen Kräfte hätten darauf bestanden, dass er als eine der ersten Taten die Rückgabe Elsass-Lothringens fordert. Und dass das damals aus politischen, militärischen, finanziellen Gründen für Frankreich eine unlösbare Aufgabe gewesen war, hat sicher seine Entscheidung beeinflusst, ein politisches Amt, sagen wir mal so, mal in die Zukunft zu schieben. Für den alten Adel Frankreichs ist der Graf von Chambord aber nach wie vor der legitime König von Frankreich.
Auch ungekrönt bleibt er für sie Seine Majestät König Henri V., dem es durch die Umstände der Zeit verwehrt ist, den Thron in Frankreich einzunehmen und der daher weiter in seinem österreichischen Exil lebt. Hier gibt es Hofämter, Schatzmeister, adelige Stall- und Kellermeister, Kammerherren und eine große Zahl livrierter Kammerdiener, wie es ein so großer königlicher Haushalt mit seinen weiträumigen Stallungen und Remisen erfordert. Seine Mittel gestatten es dem Grafen von Chambord, wie ein souveräner Fürst zu leben. Wenn er in seinem Wagen sechsspännig ausfährt oder auf einem seiner englischen Reitpferde durch die umliegenden Dörfer reitet, wird er von jedermann respektvoll gegrüßt. Denn der Fürst, wie er allenthalben genannt wird, ist wegen seiner grenzenlosen Wohltätigkeit weithin bekannt und beliebt. Wo es zu helfen gilt, ist der Fürst der Erste. Sicherlich betrachtet er diese Mildtätigkeit auch aus der Auffassung seiner Pflichten als Souverän. Es bereitet ihm Genugtuung, das Prinzip eines gnädig gewährenden Königtums bekunden zu können, wenn es auch nur das winzige Gebiet von Frosdorf und dessen umliegende Dörfer sind. Sie waren ein Staat im Staat. Sie haben da ihre eigene Kolonie aufgebaut, haben sehr viele Menschen und Personal und Begleiter aus Frankreich mitgenommen und haben ja auch hier viele Menschen beschäftigt und gut für sie gesorgt. Es gibt sehr viele Gebäude in Lanzenkirchen, vor allem im Ortsteil Frosdorf, die uns an die Zeit der Bourbonen erinnern, ob das neue Haus ist, das errichtet wurde, weil mehr Dienstpersonal benötigt wurde, ob das Santa Christiana, die Bildungseinrichtung, Kloster und jetzt Schule ist, ob das der Bahnhof ist, ob das der Friedhof ist, ob das die Leiterbrücke ist, ob das die Leiterdämme sind. Viele Einrichtungen erinnern uns an das Wirken der Bourbonen in Lanzenkirchen. Als einfacher Graf Chambord starb er 1883 in Frosdorf an den Folgen einer Magenkrebserkrankung. Ein letztes Mal hieß es: Der König ist tot. Diesmal erhebt sich keine Stimme, um diesen Ruf mit den Worten zu ergänzen: Lang lebe der König. Für die Legitimisten Frankreichs gibt es nun keinen legitimen König von Frankreich mehr. Mit seinem Tode erlischt auch das geräuschvolle Hofleben in Frosdorf. 1845 heiratete Louise Marie-Thérèse, die Schwester des Grafen von Chambord, in Frosdorf Ferdinand Karl, den Erben des Hauses Bourbon-Parma, einer Nebenlinie der spanischen Bourbonen, die auf dem Thron des Herzogtums von Parma und Piacenza saßen. Wie in den österreichischen Fürstentümern Toskana und Modena in Italien gibt es auch in Parma, das von Österreich geschützt wird, ständig kleinere oder größere Aufstände nationalrevolutionären Charakters. 1854 wird der Gatte von Louise, Herzog Karl III. Von Parma, ermordet. Der Mordanschlag sollte der Auftakt zu einem politischen Umsturz und zur Vertreibung der Bourbonen aus Parma sein. Doch vorerst kann sich Louise behaupten und proklamiert ihren 6-jährigen Sohn Robert als Souverän von Parma und sich selbst für die Dauer seiner Minderjährigkeit zur Regentin. Nach den österreichischen Niederlagen in Norditalien erheben sich die Nationalisten in der Toskana, Modena und Parma, wobei es zu derartig schweren Ausschreitungen kommt, dass die Fürstin um ihr Leben fürchtet und mit ihrer Familie zu ihrem Bruder nach Frosdorf flüchtet. Bald darauf erkrankte sie an einem Lungenleiden und bat ihren Bruder, nach ihrem Tod für die Erziehung ihrer Kinder zu sorgen. Als die Herzogin Louise Marie-Thérèse 1864 verstarb, übernahm der Graf von Chambord die Vormundschaft über ihre 4 Kinder. Robert wurde hier in Frosdorf zu einem echten Bourbonen erzogen. Diese Erziehung hatte einen großen Einfluss auf das Leben und Tun von Herzog Robert. 1889 erwarb er Schloss Schwarzau bei Wiener Neustadt,
nur wenige Kilometer von Vroesdorf entfernt. Da er es schon aus seiner Jugend kannte und liebte, fand er es als idealen Platz für seine riesige Familie. Schloss Schwarzau ist ein alter Herrensitz aus dem 11. Jahrhundert. 1618 ist in einer Urkunde vom Kauf des Freihofes Schwarza durch Graf Johann Wilhelm von Wurmbrand-Stuppach zu lesen. Also Schloss Schwarzau war ja ca. 300 Jahre im Besitz der Familie Wurmbrand und wurde eigentlich von der Familie Wurmbrand aufgebaut als das, was es heute ist. Es war vorher nur ein einfaches Bauernhaus und die Familie Wurmbrand hat aus diesem Haus dann ein stattliches Schloss erbaut. Der Baumeister war niemand geringerer als Fischer von Erlach, der den Freihof zu einem prachtvollen Barockschloss umbaute. 1889, nach dem Erwerb durch Herzog Robert von Bourbon-Parma, wurde das Gebäude erweitert und es entstanden zahlreiche Nebengebäude. Unter anderem ein monumentaler, über einen hufeisenförmigen Grundriss gestalteter Pferdehof. Dieser Gutshof wurde exakt im Stile der Stallungen von Versailles nachgebildet. (1952) wurde das Gebäude an den österreichischen Staat verkauft, der es zu einer Justizanstalt für Frauen umbaute. 1892 wird das 17. Kind von Herzog Robert geboren, Zita von Bourbon-Parma, die als Österreichs letzte Kaiserin eine tragende Rolle spielen sollte. Sie wuchs gemeinsam mit ihren vielen Geschwistern mehrsprachig auf, wobei die Umgangssprache im Elternhaus Französisch war, mit dem Vater aber oft Italienisch gesprochen wurde und mit der Mutter Deutsch. Meine Familie ist französisch. Ich bin geboren in Italien. Meine Mutter Portugiesin, meine Großmutter Deutsche. Das hat gemacht, dass wir eine rechte Mischung waren, wie es halt bei uns in Österreich doch viel der Fall ist. Schon in ihrer Jugend zeigt sich ihre große Intelligenz und ein ausgeprägter Wille. Zu Hause führen die Kinder häufig Theaterstücke auf, wobei Zita schon als 5-Jährige lange Texte auswendig lernt. Dies ist für sie kein Problem, da sie schon sehr früh zu lesen beginnt und dies auch sehr gerne tut. Zita ist sehr musikalisch und beherrscht mehrere Instrumente. Deshalb begleitet sie in der Ferienzeit die tägliche Messe auf der Orgel. Die Kinder werden streng, sehr fromm und unter Beaufsichtigung ihrer Lernerfolge erzogen. Trotzdem herrscht ein fröhliches, reges Familienleben. Zita erhält aufgrund ihres Wesens bald den Beinamen Prinzessin Sonnenschein. Als 17-Jährige begleitet sie Maria Annunziata, die Tante Erzherzog Karls, zur Kur nach Franzensbad in Böhmen. Als ihre Gesellschafterin, damit sie sich nicht langweile bei der Kur. Dort traf ich Erzherzog Karl ebenfalls mehrmals, der ganz nahe davon in Garnison war und der seine Tante besuchte. Erzherzog Karl verliebte sich in Zita. Kurz danach verlobten sich die beiden und auch der Kaiser gab bereitwillig seine Zustimmung zu einer Hochzeit. Das ruhige Familienleben mit Karl dauerte nur kurze Zeit. Eine Reihe von Schicksalsschlägen brachte das Paar von den hintersten Reihen der Thronfolge ganz nach vorne. Am 28. Juni 1914 ändert sich alles für Karl und Zita. In Sarajevo wird der Thronfolger Franz Ferdinand erschossen. Damit ist klar, Karl wird der nächste Kaiser nach Franz Josef. Als dieser 1916 stirbt, wird Karl sein Nachfolger und Zita zur Kaiserin. 1918, mit Ende des Ersten Weltkrieges, wird die Gesellschaftsordnung völlig neu geschrieben. Das Ende der Monarchie bedeutet auch das Ende der Bourbonen in Österreich.
Doch die versteckte Schönheit dieser französisch-österreichischen Epoche schlummert bis heute an den Füßen der Alpen, wo der Glanz von Versailles einst einen Spätsommer erlebte.